Hallo liebe Vespa-Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute geht's los, endlich nach langer Wartezeit. Hat ein bisschen gedauert mit der Zulassung, aber heute startet das Projekt British Classic. Ich hatte euch ja schon das Ganze angekündigt. Und ich bin heute beim Coffee Racer Team. Das sind die, die mich bei dem Projekt begleiten. Die werde ich euch heute mal ein bisschen vorstellen. Das ist der Laden, den ihr im Hintergrund seht. Also ihr kriegt ja nicht nur Vespa und Vespa Service, sondern ihr seht schon, hier ist auch alles an Bekleidung, coolen Helmen zu bekommen. Hier steht noch ein bisschen Moto Guzzi, kriegt er hier übrigens auch. Und wir gucken uns so ein bisschen den Laden an. Alles richtig coole Sachen, also nichts so, was man sonst von der Stange bekommt. Sehr ausgefallene Geschichten. Also wenn ihr in Berlin seid, einfach mal reinschauen. Hier gibt es auch immer sehr, sehr guten Kaffee. Ihr seht schon, hier ist die Espresso-Maschine, berühmt berüchtigt. Und das hier ist Leonie. Die ist immer diejenige, die wahrscheinlich am Telefon ist, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und Carola, die Chefin. Hallo. Nicht zu vergessen natürlich. Die hilft mir auch ein bisschen bei meinen ganzen Bestellungen, bei meinen Vorhaben und gibt noch ein bisschen Tipps dazu. So, hier hinten geht es noch weiter. Noch mehr Zubehör und da ist er schon, der Kreativchef, der Micha, wenn man es mal so nennen kann. Grüß euch. So, da hinten sind auch noch Zubehörteile. Hier sind schon die ersten GTS-Roller, die ein bisschen zerlegt sind, umgebaut, individualisiert werden. Da habt ihr mal so ein bisschen Einblick. Ja, Micha ist so ein bisschen der Kreativkopf, der baut diese ganzen Roller um, die ich euch zum Teil schon vorgestellt habe. Habt ihr bestimmt schon in anderen Videos gesehen. Micha, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wofür Coffee Racer an sich so berühmt berüchtigt ist. Ja, berühmt berüchtigt sind wir gar nicht. Wir sind einfach ein Vespa-Vertragshändler, Vespa und Moto Guzzi. Wir haben uns spezialisiert auf die GTS 300. Wir nehmen natürlich auch jede Fuffi an und bauen die ganz gerne um oder versuchen sie zu modifizieren, dass sie nicht ganz original sind. Wobei ich aber auch nicht der Kreativtyp bin, sondern das sind wir alle gemeinsam. Jeder bringt hier seine Ideen ein und irgendwie bauen wir sie um, lackieren sie um und tun das jetzt in dem Fall für den Marc von Scuderia. Freut uns, dass wir das Projekt haben und ihr das begleiten könnt. Viel Spaß dabei. Ja, das ist der Micha, ihr seht schon, der hat meinen Roller jetzt in Beschlag genommen, unterstützt mich da mit ganz vielen Ideen, was wir an dem Roller machen können. Natürlich wird er mich tatkräftig unterstützen, denn die meisten Arbeiten, die kann ich jetzt wirklich nicht mehr selber machen. Da muss jetzt ein Fachmann ran und das übernimmt der Micha. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wie jetzt der erste Schritt aussieht. Heute fangen wir an mit der Zerlegung des Rollers. Das ist jetzt nicht sehr schön, weil er sieht danach ein bisschen zerstört aus. Na, hier kannst du schon sehen. Aber man kann es hier unten schon sehen. So sieht das Ganze dann nachher aus. Und meinem wird das Ganze auch blühen jetzt. Das ist der erste Schritt, den wir jetzt machen müssen, um ihn für die Lackierung vorzubereiten. Ich werde das Ganze mal filmisch für euch ein bisschen begleiten und aufzeichnen, dass ihr mal seht, wie so ein Roller, eine Vespa für die Lackierung vorbereitet wird. Und ja, schaut es euch einfach mal an und los geht's. Na, dann starten wir mal. Okay. So, fangen wir an, das Ding zu zerlegen. Ne? Wir fangen mal vorne an. Noch eine relativ simple Sache. Spiegel kriegt jeder wahrscheinlich noch selber hin. So, bei der HPE links und rechts die Winde. Im Gegensatz zu den Vorgängermodellen. Deswegen einmal verkehrt. Klack. Die sind jetzt andersrum, die Gewinde? Auf der Seite. Ah, okay. Auf der Seite, sonst waren die Beile rechts Gewinde. Jetzt haben wir einmal rechts und einmal links. Nehmen wir uns immer irgendwelche kleinen Kistchen für alle Schraubengruppen. Jeder kann sich das ja selber einteilen. Wir teilen uns das irgendwie, dass die Schrauben halbwegs sortiert sind, weil das Zusammenbauen nachher einfach deutlich. Dann sucht man nachher die unterschiedlichen Längen dann und sowas. Ne? Ja, die suchst, so kannst du ja zusammen, aber wenn du alle Schrauben in eine Kiste würfelst, dann wirst du irre. Vor allem, wenn es ein Dritter später zusammenbauen soll, der es nicht zerlegt hat, kriegt er eine Vollmeise. Und das können wir uns ja ersparen. So. Als erstes nehmen wir mal die komische Krawatte hier weg. Klick. Den Lenkerdeckel abnehmen wollen. Oben geschraubt, unten gesteckt. Achso, die muss ja auch lackiert werden, also müssen später die Einsätze noch raus. Einsätze noch raus. Das machen wir mal, die legen wir uns hier an die Seite. So, jetzt machen wir mal weiter. Übrigens derselbe Job, wenn man, was ja bei der HPE nicht anfällt, aber falls man mal das Leuchtmittel wechseln muss bei seiner GTS. Muss man auch da unten ran. Muss man auch Krawatte genau abmachen dann. Ne? Ja, kommt man besser an die Schraube ran. Einzig, wenn man einen Frontgepäckträger hat, man kommt auch ran, ohne die Krawatte abzumachen. Auch bei den Vorgängermodellen, das ist egal. Dann ist es nur super eng und dann fällt einem die Schraube gerne hier rein. Ah, okay. Blöd. Gut, das ist natürlich aber blöd, wenn man einen engen Heckträger da dran hat, ich mache mir die Mühe mir nicht, dann
fummel ich lieber mit einem kleinen Magneten darum. Dass man die mit dem Magneten rauszieht. Genau. Ne? Das ist ein bisschen hübscher. Das war dann auch gleich mal ganz kurz den Unterschied, weil immer die Frage kommt, ob man den Scheinwerfer nicht in die Vorgängermodelle kriegt, den LED, oder umgekehrt hier die zurzeit dunklen Zubehörscheinwerfer von Moto Nostra und wie sie alle heißen. Die LED-Dinger passen hier halt nicht rein. Wenn man nur den vorderen Lenkerdeckel wechselt, damit er passt, weil der hier hat die Aufnahme für den Lampenring, die das Vorgängermodell auch nicht hat, funktioniert es trotzdem nicht, weil diese Lasche hier ist bei dem Fahrzeug, bei dem Vorgängermodell hier. Okay. Und die inneren Verschraubungen vom hinteren Lenkerdeckel, das sehen wir gleich, die sind auch ganz leicht versetzt, minimal. So, das passt alles halt einfach geändert. nicht so ganz schön. Also es wäre nicht richtig. Deswegen, wenn man das machen möchte, haben wir auch schon gemacht, der Kunde das unbedingt haben will, muss man Lenkerdeckel vorne, hinten und Lenker auf das Vorgängermodell wechseln und dann geht das alles. Machbar ist alles. Also man kann theoretisch das Modell optisch so bauen, dass es wie ein 2018er aussieht. Kann man. Genau, gar kein Problem. So, jetzt haben wir lieber in die Menge und das Warts. Jetzt hebt man die unten leicht an, klack. Aufpassen muss man hier bei den Nasen, gerade wenn man eine etwas ältere GTS hat, dann ist es halt nicht mehr so schön weich wie bei der hier noch. Dann zieht man das am besten auf einer Seite leicht raus. Okay, aus der und dann klack, 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 dass man diese Nase hier und da, dass man das nicht kaputt macht. Er wird zwar trotzdem von den Schrauben gehalten, wenn es kaputt geht, aber es ist schön, wenn es nicht ist. So, die Sachen müssen wir nachher auch noch alle zerlegen. Legen wir uns jetzt erstmal beiseite. Jetzt nehmen wir gleich mal den hinteren Lenkerdeckel weg. Wir bauen ja eigentlich die gesamte Kunststoffverkleidung raus jetzt nur. Und das macht sich auf, wenn man um die Leisten zu machen, weil man die Leisten schwarz haben will, whatever. Muss man auch jeden Schritt genauso machen wie bisher. Genauso macht es sich jetzt deutlich besser, habe ich schon häufig gesehen, dass das nur so abgeschraubt wird und jetzt fängt man an hier. Das macht sich deutlich besser, wenn man die 4 Schrauben vom hinteren Lenkerdeckel auch noch rausnimmt, was wir sowieso machen müssen. Genau, wegen der Lackierung. Ja. Ja, aber selbst wenn man nur die Seitenleisten machen will, sind die 4 Schrauben so schnell rausgenommen und erleichtern einem beim Ansetzen der Innenverkleidung die Arbeit ungemein. Okay, das sind alles Torx-Schrauben immer Das bei sind Vespa, alles ne? Torx-Schrauben. Wer heute eine moderne Vespa hat, braucht unbedingt einen Torx-Satz. Ja. Ohne den wird es schwierig. Und bei den 4 Schrauben, 1, 2, 3, 4, die immer als letzte rausnehmen, weil, sehen wir gleich, so, knack. Hier ist so viel Kabelkram schon wieder davor, dass du da mit den Fingern nicht dran kommst, so richtig geil. Und wenn man die als letzte rausnimmt, aber kann man die Kabel beiseite machen. ja, wenn man die als letzte rausnimmt, kann man nämlich die Schraube da lassen und den Lenkerdeckel wegdrücken und dann hat man sie hier in der Hand und verliert sie nicht. Perfekt. Weil wer hat zu Hause in seiner Garage schon Wenn es da Ersatzschrauben? erstmal drin ist, dann... Ne, findest du auch wieder, aber wer hat denn Ersatzschrauben zu Hause, wenn die weg stimmt. ist? Ne? Hat doch kein Mensch. So. Schalter ab. Hier müssen wir jetzt einmal knipsen. Das geht nicht anders. ist mit dem Kabelbinder. Ja, das ist so ein gesteckter Kabelbinder. Ja. Genau, ist ja hier super Tech-Kram. Das machen wir jetzt mal. Die haben hier alle so Schutzhüllen. Auch nur bei der HPE, die davor haben die alle nicht. Eigentlich kann man hier, entweder macht man sich selber ein Zettelchen ran, wenn man das nicht weiß, welcher wo war. Ist ja einfach. Kleiner Sind farblich anders gekennzeichnet. Ne? aber eigentlich kann man da nicht viel verkehrt machen. Klack. So, wir müssen jetzt nicht ganz so vorsichtig sein, weil wir lackieren ja eh komplett neu. Was ja auch ein bisschen bescheuert ist, ne? Ein Neufahrzeug zu zerlegen, muss neu zu lackieren. Aber das gehört halt. Bisschen Spaß muss sein, oder? Ja, außerdem gehört das bei uns irgendwie dazu. Das machst du ja meistens bei deinen Individualisierungen für Kunden. Die wollen ja meistens auch dann irgendwie einen eigenen Lack haben, ne, damit es sich ein bisschen abhebt. Genau. Und dann sind es in der Regel immer Neufahrzeuge, die gleich zerlegt werden, damit man dann... Das sind ja oft nicht jetzt nur normale Umbauten, sondern du machst ja oftmals auch solche Themenumbauten, ne? Also wo jetzt irgendwie so ein Racing-Thema oder sowas dahinter Ja, steckt. sehr gerne, ja, sehr gerne, ja, wenn Kunden das... Ich versuche mal Kunden zu überzeugen, Dinge zu tun, die ich selber toll finde. Deswegen kommen wir auch dazu, dass
so viele bei uns auf der Seite im Porsche-Lacken stehen, weil ich eben Porsche so toll finde, aber nie einen fahren werde, weil es nicht mein Portemonnaie ist. Ich habe einmal so ein Bild gesehen, das war glaube ich auch bei euch auf der Seite von so einem goldenen Roller, wo der Porsche gleich daneben stand. Im Hintergrund, ja. Ja, das war ja irre. Ne? Also da hat sich der Eigentümer dann die Vespa so lackieren lassen wie sein Auto. Wie sein Auto. Das ist so eine Exclusive Edition gewesen. Die Farbe ist relativ selten. Exclusive, 911er Exclusive aus 2016, 17. Soweit zerlegt erstmal, alles schick, alles schön. Das können wir jetzt so lassen. Die Sachen zerlegen wir später. Jetzt machen wir uns an das Handschuhfach. Ist auch nicht dramatisch. Da liest man ja auch immer wieder. Die Seitenleisten, das ist so eine Höhenarbeit. Und ja, das ist aber tatsächlich nicht dramatisch. Wichtig ist nur, sortiert euch die Sachen beim Zerlegen. Haben die Schrauben denn am Handschuhfach unterschiedliche Längen? Es gibt Jein, ja und nein. Zeige ich dir gleich hier unten. Die da ist es ganz wichtig. Die ist lang, die ist kurz. Die hält es mit. Das ist das Einzige, was man sich eigentlich merken muss, dass hier eine längere drin ist. Aber das sehen wir gleich beim Zerlegen. Genauso beim Zusammenbauen, können wir später nochmal darauf eingehen, wenn wir sie zusammenbauen wieder in ein paar Wochen. Diese Klammern hier fallen auch mal gerne raus, dass man darauf achtet, dass die drin sind, weil die hinterher rein zu fummeln, wenn das Ding drin ist. Ja, stimmt. Das ziemlich beschissen. So, dann nehmen wir mal den Schlüssel weg und fangen mal an. Da haben wir außen. Dafür nehmen wir uns jetzt, ich nehme dafür eine neue Kiste. Da haben wir nämlich genug von. So. Die Klappe ruhig ein bisschen nach unten biegen, das kann die Waffe, das ist okay. Natürlich nicht zu weit, sonst bricht sie raus. Knackt sie dann weg, ne? Aber die ist relativ, auch bei älteren Fahrzeugen, elastisch genug. Weil die Schrauben, die wir hier abschrauben, haben alle in derselben Form. Die einzige, die anders ist bei der HPE, ist hier vorne wieder. Bei den anderen, bei der mit der ovalen oder mit der Halbkrawatte, hast du hier auch zwei so eine Torx-Schrauben, so eine kleinen, die wir eben gerade rausgeschraubt haben. Bei der hier ist nur eine. Das ist das eine mit so einem komischen Halter hier in der Mitte. Auch da Vorsicht, dass der euch nicht runterfällt. Der geht hier nämlich in diese Führungsnasen rein. Klack, klack, klack. Okay. Ja, am besten gleich wieder rein und dann ist die Frage in einer Woche später oder zwei, wo war die denn eigentlich? Erledigt. Also immer schön die Schrauben sortieren und hilft kleine Deckelchen packen, ja. So, ding, 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 ding und jetzt noch hier unten. Und jetzt seht ihr das hier. Ab jetzt die Klammer, ich glaube, es ist sogar rausgefallen. Hier haben wir 1 und 2. Und der Unterschied ist ja deutlich zu sehen. Oh, ja gut, das die ist längere immer außen, das sehen wir gleich, wenn es ab ist, warum nicht. So. Kurz. Und das ist auch der einzige Unterschied. Diese kannst du auch da oben rein, das ist alles nicht dramatisch. Nur hier außen. Da brauchst du tatsächlich die Sense. Hat man auch bei Neufahrzeugen manchmal, wenn du hier unten so ein bisschen Kühlflüssigkeit hast. Das ist wahnsinnig wenig. Das kommt über den Ausgleichsbehälter, das ist ein Druckausgleichsbehälter, läuft es dann hier runter, sammelt sich hier, manchmal auch hier. Dann einfach mal gucken, ob der hier sich noch ein Stück zudrehen lässt. Der ist manchmal nicht richtig verschlossen. Denn, das ist tatsächlich gar nicht so selten der Fall. Das hört man ja manchmal, dass Leute klagen, dass irgendwie sich unten im Trittbrett genau. Das ist nicht dasselbe wie das ist da drunter nass, weil das ist wieder ein Bauteil da, sondern das geht oft so ein Kunststoffteil da unten. Ja, genau, das ist hier drin, das sehen wir später. Aber es ist oftmals, dass auf dem Trittbrett hier halt so ein bisschen Kühlflüssigkeit rumliegt. Das ist auch nicht dramatisch. Macht es denn Sinn, wenn man den jetzt auseinandergebaut hat, dass man den dann später gleich Hohlraum versiegelt? Das machen wir auf alle Fälle vorm Zusammenbauen. Also ich halte das persönlich nicht für lebensnotwendig, ein Neufahrzeug sofort Hohlraum zu versiegeln. Das glaube ich ist nicht notwendig. Oder sehe ich auch in der Erfahrung als nicht notwendig. Fahrzeuge, die ganzjährig gefahren werden, was ja auch so sein soll, ich fahre meins auch ganzjährig, wenn man im Winter alle 3-4 Wochen mal den
Straßenschmodder wegmacht. Okay. Dann ist es eigentlich ziemlich cool. Ja, reicht Ja? dann. Ne? Und eine Stelle, an die kommt auch jeder ohne großen Palaver ran, ist Batterie raus, Batteriekasten raus, haben wir ja auch gleich noch. Und da an der Stelle, falls man noch so eine alte Flüssigkeitsbatterie hat oder sowas. Da sammelt sich alte manchmal was. Säurebatterie, genau. Da drunter, das ist gut. Aber so diese Klassiker hier, das ist gar nicht so schlimm. Wenn man das Fahrzeug aber mal zerlegt, wenn man eine Lenkkopflager machen muss oder irgendwas, in jedem Fall. Denn wenn man dran ist und offen hat, dann macht man es gleich mit. Ja, Ne? also wir machen es auch dann bei jedem Lenkkopflager machen wir es grundsätzlich mit. So, jetzt haben wir alles gelöst. Jetzt fällt uns das Ding eigentlich. So, jetzt müssen wir hier noch den manuellen Öffner für die Sitzbank, den Zug aushängen. Wenn man jetzt nur die Seitenleisten macht und sich eine schöne Decke auf in seine Laube, Garage, wo auch immer man das ist, macht, könnte man die auch rausnehmen. Den Sicherungskasten hier raus. Das ist hinten eine kleine Klammer. Und dann drückt man den einfach raus. Also er hängt nur jetzt noch an Hier diesem ist der Schalter. Sicherungskasten. Ah ja, okay. Dann haben wir hier den Anschluss für USB, also für unseren USB-Anschluss hier. Den haben wir auch noch hier. Dann haben wir den Öffner hier. Klack. Und jetzt könnte man das schon beiseite nehmen mit dem Zug dran. Ja, es geht. Ist aber nicht, also wir können sowieso nicht, weil es lackiert werden muss, aber es geht, kann man machen. Muss nur aufpassen beim Einbauen wieder, dass der Zug genau hier am Rahmen lang läuft später. Sonst verkantet er sich, da kostet es natürlich Und dann drauf. geht es nicht mehr auf dann, ne? Aber schöner ist, wenn man es aushängt. Ist auch nicht dramatisch. So. Klack, da ist er. Das war's. Und schon ist das Handschuhfach raus. So dramatisch ist es ja nicht, ne? Sieht schlimmer aus, als es ist. Und nehmen mal das Trittbrett hier raus. Und wisst ihr was? Da ist ja der Ralfi. Da ist der Ralf. Hallo Ralf. Hallo Ralf. Der hilft mir jetzt. Wir kriegen jetzt noch ein bisschen Unterstützung hier. Genau. Hier ist fachkompetente Unterstützung gefragt. Ja, genau. Deswegen auch zum Team Kaffee Racer zugehörenden. Genau, dann nehmen wir jetzt einen neuen Deckel für alles, was hier unten ist. Klang. Jetzt mal Schrumps. Die äußere Leiste kannst du mal rausnehmen. Bisschen Vorsicht, wie es Ja. das bricht die weg. Also nicht beischrauben. Fußrasten hinten abnehmen. Man kann es auch drüber ziehen, aber das ist nicht schön. Schöner ist, wenn man das abnimmt. Auch simpel die Nummer. Auch hier dasselbe wie bei dieser komischen Schraube hier oben am Lenkerdeckel. Erst die vorderen raus, weil die hintere, wenn man jetzt zum Beispiel nur die Fußrasten wechseln will, weil sie schwarz werden sollen, und wenn dir die hintere Schraube da drunter fällt, ist auch wieder blöd. Deswegen vorne kommt man mit den Fingern ran, hinten nicht. Und dann kann man nämlich, wenn man die nimm mal am besten mit, und sie sind fester. So, und dann kann man nämlich mit der Schraube, die Raste mit der Schraube gemeinsam rausziehen und verliert sie nicht. Ach, hier kann man das nochmal sehen mit der langen Schraube. Die hält nämlich das Ah genau, die hält das bisschen unter mit. noch mit. Und hier ist erst die Blechklammer. So. So, die Eckstücken. Irgendwann mal. Bist du draußen? Hast du alle? Ach, die sind hoch draußen, die sind draußen. Dann fahr ich die jetzt mal hoch. Schrauben hinten in so einer Sechskant sitzen und sich nicht mitdrehen können. Ach, das ist gut, ja. Ja, das ist ganz praktisch. Da wir das Kennzeichen ja eh aufgeklettet haben, müsste ich sonst jetzt die ganze Klettkiste abreißen. Das kann nicht klemmen. Und die sind aber trotzdem noch zusätzlich hier auch beim Vorgängermodell
hier innen ist noch Noch eine Schraube? eine Mutter entziehen. Genau, dann müssen wir Drücklicht jetzt mal rausnehmen. So, den Weg. Und du kannst, wenn du magst, kann die auch höher machen? Nee. So, ich suche nur die zusammengesteckt, die beiden. Klack, klack. Ah, okay. Und jetzt kriege ich alle nicht ab. Und das war die. Hier sind nur gesteckt. Die vorne auch. Und das war's. Und das jetzt zum Lacken muss, nehmen wir die gleich raus. Normal nicht so auf die Seite legen, auf die Lackseite. Man könnte ja verkratzen, aber wir wollen ja sowieso zum Lacken. Also schon wichtig. Wird ja alles neu gemacht. Genau, wir können jetzt rumkratzen, wie wir wollen. Das tüselt. Kriegen wir selbst mit meinen zu kleinen Schraubenzieher die Batterie weg. So. Wunderbar. Raus, immer erst Minus ab, rein, immer das Plus dran. Raus Minus, rein Plus. Ganz einfach. Und damit wir die nicht hinterher suchen, zip, zip. So, da haben wir die Batterie. Jetzt kommt der Drück raus. So, muss man ein bisschen gucken. Ein bisschen. So, wupp. Da ist es. Tada! Einfach ein bisschen festhalten mit der anderen Hand. Das geht ja wirklich schnell, ist jetzt ne? Ja, 2 Schrauben, super. So. Und dafür wird ein Platz. Die Problematik mit dem Durchrosten von innen nach außen ist tatsächlich, und sind dann halt Modelle mit ein paar Jahren auf der Uhr, oder die stehen halt ungünstig am Meer oder du hast viele Temperaturunterschiede, sodass sich immer viel Kondenswasser bildet, ja, also morgens, abends. Das hier ist ein Problem. Ach, da sammelt sich das dann in der Kante, ne? Genau. Und da ist auch ganz wichtig, deswegen hier viel also Hohlraumkonservierung. Ja, an der Stelle ganz wichtig. Ne? Das ist ja hier die verschweißte Stelle vom Frontschild, was es tatsächlich auch als Reparaturblech gäbe. Vom Frontschild zum restlichen Rahmen. Ja, wir müssen ja später die Gabel rausnehmen. Die Bremsleitung geht vom Hauptbremszylinder hier in einem Bogen in das ABS-Steuergerät hinein. Hier. Und dann vom ABS-Steuergerät geht eine andere Leitung, und zwar die hier hinten im Bogen, dann hier unten raus, und die müssen wir lösen, damit wir die Gabel später rausnehmen können. Also abschrauben. Und da nervt mich der ganze Krempel hier. Ah, und da ist das Kunststoff dran. Genau, und das kann man schön lackieren. Und wenn man wollte, kann man das auch lackieren natürlich. Das hat neutralisiert die Säure. Weil die Bremsflüssigkeit greift den Lack an und der blättert dann ab. Oh. So. Das Ansetzen ist nachher ein bisschen. Das macht sich dann auch. Manche setzen es so an, man kann aber auch den ABS-Block, der ist hier unten am Halter mit 2 Muttern befestigt, den lösen, dann kommt man auch ein bisschen besser ran. So. Worauf ihr hier aufpassen müsst, ist, falls ihr die nämlich nicht zu Hause habt, wahrscheinlich habt ihr die nicht, sind die Kupferdichtringe. Siehst du, der untere liegt nämlich da. Er ist uns jetzt gleich auf unseren Lappen gefallen, glücklicherweise. Wäre uns aber auch sonst nicht so. Wir haben ja genug davon. Aber da ist er.
So, und die drehen wir jetzt einfach wieder rein. Wir schrauben das nicht zum Lackieren wieder an. Dann lassen wir das lose. Und damit wir keine Bremsflüssigkeit, der Transporteur oder der Lackierer, wenn er das Fahrzeug bewegt, damit er keine Bremsflüssigkeit da rauspumpt, kannst du den Hebel hier, Zehner, Mutter, aber nicht drücken. Ja, ja, ist klar. Ja? Dann haben wir die nämlich hier und dann hier oben, das ist eine Schlitzschraube. Dann nehmen wir den Griff raus, dann kann nämlich keiner versehentlich drücken und Bremsflüssigkeit daraus. Klack. Und das bleibt schön dran, bis wir das später wieder zusammen machen. So, Alles dicht. Was wir vorher schon mitgelöst haben, ist der Sensor vorne für den Vorratgeber. Der kommt nämlich auch wieder raus. Wo ist er jetzt hin? Jetzt habe ich ihn schon verspasselt. Hier ist er. Da. Das ist ein Kabel. So. Und jetzt haben wir das mal gelöst. Und ich kann das nochmal für Ralf wieder runterlassen. Das wäre schon gegangen, aber danke sehr. Genau. So. Richtung und dann geht's auch schon los in die richtige Richtung, weil linksrum ist ja immer loser. So, genau, jetzt drehen wir mal. So, alles Vorsicht. Ich meine 2. Da ist nämlich eine Federscheibe und eine Unterlegscheibe. Sollte man auch so wieder zusammenbauen später. So, das können wir jetzt hier hängen lassen. Das kann hier hängen bleiben. Flupp. Kappe ab. Und Schrauben wie immer nicht rumfliegen lassen. So, halt gut. Jetzt braucht man tatsächlich, also man kann das auch mit einem Schraubenzieher und einem Hammer machen, aber Nicht so optimal. nicht so optimal und das Werkzeug kostet nicht viel. Das geht einfach besser. So. Na, vor allem das Einstellen nachher ist ein bisschen besser, wenn man es wieder zusammenbaut. So, das hier ist nur die Kontermutter, Konterring, der dazwischen, damit sich beim Festziehen die nicht gegenseitig noch fester Nochmal ziehen, weil das bewegen, ja die genau. Einstellschraube nachher eigentlich. Ne? Wenn du das Auflage heim, du siehst, es ist gar nicht so fest. Mit der Hand. Fest muss sein. auch nicht. Ja, ja. Genau, dass es kein Spiel mehr hat, aber sich frei bewegt, aber das machen wir eben beim Zusammenbauen. Denn für Leute, die das vielleicht selber machen, doch besser, wenn sie es allein machen, ist Festspannen dann an der Bühne besser. Das kann immer mal passieren, dass er umfällt und dann ist Genau, und dann musst du sie lackieren. dann hast du Puzzle, dann kannst du erst mal puzzeln und hast den Salat. Festhalten. Was echt wichtig ist, wieder beim später, sind diese Unterlegscheiben. Hat auch bei den Small Frames, die haben die nicht, aber die GTS, weil sonst klappert das Ding. Wenn man die vergisst. Hier, das sind diese wichtigen Unterlegscheiben. Genau.
Sonst So fängt spannend. genau, es fängt sonst vorne beim Fahren an zu klappern und du denkst die ganze Zeit, was ist denn mit der Karre kaputt? Halt fest. Und dann stopfen wir da durch wieder. Klack, klack. Jetzt ist es eh noch nicht so wichtig, aber so eh später wieder. Aber das Ding ist ein ordentliches Teilflug. So. Und jetzt darfst du runterlassen. So. Achtung. Sind da oben. Guten Tag. So, und ruft uns. Die schwarze, genau. So fest. Echt? So. Wie viel hat man da zum gerade stellen? Das ist ein paar Grad nur. Also die Grundausrichtung stimmt schon mal in jedem Fall. Das werden wir auch beim Zusammenbauen nachher dann sehen. Das ist gar nicht so dramatisch. So, einmal ran. Haben wir. Fahrzeug ist jetzt eigentlich zum Lackieren. Das ist ein Fahrzeug. Fertig. Fertig. Genau, den können wir jetzt in Ruhe lassen. Jetzt machen wir die kleinen. Jetzt machen wir die Anbauteilchen, zerlegen wir noch und dann war's das schon. So sieht das denn aus? Da ist jetzt alles raus. Genau. Da ist jetzt alles raus, ganz sauber zum Lacken. Sehr schön. So. Ob da nicht irgendwelche Klammern sind? Ja, hier muss man die Zierleiste noch weg, ne? und der dann muss weg. Den könnten wir doch mitlackieren lassen. Ja. Ne? Ja. Ja, stimmt. Das sieht nämlich echt hübsch aus. Das hier macht ist Sinn. die Nase oben dran, ne? Die Nase. Ist nur die Schraube. Und die ist hier innen drin einfach nur Ach, mit so ganz kleinen Schrauben. ganz klein geschraubt. Das ist also kein Hexenwerk, nichts Besonderes. Die kommt mit raus, dann haben wir hier die Nase. Kannst du mir noch mal ein Kistchen, weil hierfür haben wir viele Schrauben, Ja, ja. dann nehmen wir lieber ein anderes. Das geht, weil es eben so simpel ist, nichts kaputt. Ne? Lüfterschlitzchen raus. Klack, klack. Und noch so ein schönes Ding. Klick, klack, 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 klack. Der Gepäckhaken. Das ist ja fummelig, das Ding. Ja, ist nicht immer alles von Vorteil, wenn es neu ist. Jetzt, da haben wir. So. Da Lack. Das Ding einmal raus ist. Jetzt. Warte. Achso, da sind ja noch die. Genau. Das ist eine Stabilität einmal für das Teil und zum anderen, dass die auch mal die würde nie von selber auffallen, weil die viel zu leicht ist. Ach so, ja, Ja, stimmt. wenn du reindrückst, den Schlüssel, das ist ja so schon, dass du manchmal nacharbeiten musst und ohne das Ding würde da gar nichts funktionieren. Auch wieder zum Lacker. Rohling, zum Lackierbetrieb, genau. Einmal weg, weil wir wollen ja das Handtuch auch nicht kaputt machen. So, da ist er nicht. Das hat
verkratzt oder zerstört werden. Jetzt brauchen wir den kleinen Torxie. So ein kleines Handschuhfach hat ja am meisten Teile von allem. Das hat eine Menge Das ist ja Teile, Wahnsinn. Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Eine Menge Zeugs. Vor allem sollte man sich vielleicht nicht ein Foto davon machen, wenn man das erste Mal machen möchte. Oder man guckt 100 Mal dasselbe Video. So. Flupp. Dann bewegt sich. Da wollte ich immer die Schalter drin. Super. So, das bleibt auch hier. Knacker. Dann müssen noch die Klemmerchen. Das ist ja der Öffner. Der Notöffner fürs Genau. Handschuhfach. Das ist mit so einem Metallsplin dann da drin. Genau, und hier ist noch diese kleine Klammer hier, Feder. Feder. Die musst du hier runternehmen. Klack, da ist er. Klack. Der Schließer. Am besten, wenn man das auch, tut man das so beiseite, dass das so zusammen bleibt. Weil nach 4 Wochen, scheiße. Wo kommt jetzt die Feder rein? Ja, genau. Wunderbar. Das war's. So sieht das ganze Lack aus. Der Rohling. Der Rohling. Klick-Klack. Ja, wirklich viel Arbeit, ne? Für ein Handschuhfach, das hat ja... Der hier kommt noch. Wenn man es oft macht, dann kriegt man natürlich eine gewisse Erfahrungskurve. Das ist Greift immer noch das falsche Werkzeug. Aber- Da. Aber wenn man es dann einmal machen will, dann wird es schon schwierig. Dann ist es vielleicht doch sinnvoll, da zum Fachbetrieb zu gehen und zu sagen, man könnte mir das mal auseinandernehmen, könnte mal die Weil sonst bleiben am Ende vier Schrauben Genau, es übrig, bleibt ne? sonst viel übrig und dann ist die Frage groß oder eben beim zerstörungsfreien Zerlegen geht irgendwas kaputt und dann stellt sich die große Frage, wie heißt das Teil und wo kriege ich es her? Ja, Das ist für den Laien vielleicht jetzt nicht so einfach und von der Seite her ist es dann vielleicht besser, zum Beispiel zu Café Racer in die Unstaubenstraße 69 zu gehen. was ist denn das für ein Laden? Da würde ich nicht hingehen. Echt Um, nicht. Ich würde echt, kann ich nur abraten. Um sich das machen zu lassen. So. Siehst du ja, die suchen ja ständig Werkzeug. So, Und da geht es schon los bei dem Werkzeug, ne? Wenn ihr als Laie. Das Werkzeug allein, ne? Bei vielen Sachen. Ja, ne? also, ja, aber jeder, der das machen will, hat auch so ein bisschen so eine Grundausstattung. So viel braucht man eigentlich gar nicht. Das ist schon ganz spannend. Ich finde eigentlich viel spannender. Also so, wenn man das noch nicht gesehen hat, manchmal kommt ehrlich, warum ist denn eine Lackierung so teuer? Ja, genau, jetzt sieht man mal die Arbeit da. Allein die Vorarbeit, ne? Wie lange wir jetzt hier schon fummeln. Und jetzt fehlt ja noch die ganze Vorarbeit vom Lacker, der ja auch nochmal viel machen muss, ne? Genau, Schleifen genau. und weiß der Teufel. Und nachher muss das alles wieder zusammengesetzt werden. Das dauert länger. Ja. So, fertig. So sieht das Ganze aus. Super. Rohling. Ja, man müsste den nicht unbedingt hochsetzen. Also bei der ABE geht es auch so. Arbeitet sich einfach schwer. Tatsächlich, wenn man sich ein bisschen Platz schafft. Das ist immer ein Anklappen, fertig. Erst den schwarzen Deckel, weil der ist. Reingeschoben nennen das andere, ne? Und hier macht es tatsächlich Sinn, sich vielleicht, weil die haben verschiedene Längen, die Schrauben. Anders als vorher. Ich habe mir früher mal ein Stück Karton genommen, habe mir das Teil, wo es dran war, aufgezeichnet, habe mir die Schrauben in den Karton reingesteckt, Ja. da wo sie hingehören. Auch super. Das ist eine ganz einfache Variante. Super, genau, weil wie du siehst, die sind, ne? Ja, Ne, unterschiedlich. So, dann haben wir den, weil da drunter ist nämlich die eine. Ah, Es wäre aber auch nicht, es ist kein Drama, weil man das nicht weiß und die versehentlich abbricht. Das Ding hält trotzdem, hat hier und da auch noch 2 Schrauben, aber so ist natürlich viel besser.
mit dem Umbauen der Vespa und Fertigmachen für die Lackierung. Eine ganz umfangreiche Arbeit, wie ihr gesehen habt. Also da ist wirklich viel zu tun. Ob man sowas jetzt alleine machen möchte, stelle ich mal in Frage. Aber ihr habt zumindest mal gesehen, wie es geht. Und vielleicht habt ihr bei dem einen oder anderen Teil mal gesehen, ach Mensch, da wollte ich immer mal wissen, wie das abgeht. Jetzt wisst ihr es. Ja, der nächste Schritt ist dann die Lackierung. Könnt ihr schon gespannt sein. Die Farbe verrate ich noch nicht. Ist rosa. Nein, natürlich nicht. Aber ich hoffe, wir kriegen noch ein paar Aufnahmen beim Lackieren dann auch mit dazu. Ja, Micha, vielen Dank erstmal an dich. Super gerne, ich danke euch. Und Micha werden wir noch öfter sehen. Der ist natürlich beim Zusammenbauen dann wieder mit dabei. Es kommen mal noch ein, zwei. Das gucke ich mir aus der Ferne an. Da guckt Micha dann zu, wie ich das mache. Er sitzt dann hier hinten im Sessel. Da hinten, das habe ich jetzt nicht gezeigt, das ist ein großer Sessel, so ein Armsessel mit Massagefunktion. Und da sitzt er dann und sagt mir dann, wie ich es machen muss. So in etwa dachten wir uns das. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Das Zusammenbauen ist ein bisschen umfangreicher. Da mache ich dann vielleicht 2 Teile draus. Es kommen eine ganze Menge Anbauteile dann noch mit ran. Und einige von den Teilen werde ich auch noch mal im Praxistest testen. Also da könnt ihr sehr gespannt sein. Also ich freue mich natürlich. Kanal abonnieren bitte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Teil. Demnächst. Bis dann. Ciao. Ciao.